Hi Leute, willkommen zurück zu einem weiteren Know-how-Video und hier lernt ihr mit uns verschiedene Nähtechniken, aber auch wie ihr eure Veritas Power-Stitch Pro Nähmaschine richtig einrichtet. Und egal ob du Anfänger oder Fortgeschrittener bist, im heutigen Video stelle ich euch verschiedene Werkzeuge und Hilfsmittel vor, die bei keinem meiner Nähprojekte fehlen sollten. Und kurz vorweg, alles Zubehör, das ich euch hier vorstelle, haben wir natürlich bei Tactical Trim vorher selber ausgesucht und auch getestet, denn unsere Priorität lag vor allem darauf, euch Zubehör zur Verfügung zu stellen, das sowohl für die Verarbeitung von unseren schweren Materialien geeignet ist und das natürlich auch nicht sofort verschleißt. Alle Hilfsmittel und Werkzeuge sind natürlich auch nochmal unten in der Videobeschreibung verlinkt, also schaut dort unbedingt mal vorbei. Los geht's und jetzt viel Spaß mit dem Video. Kommen wir damit auch schon zum ersten Hilfsmittel, das meiner Meinung nach wirklich bei keinem Nähprojekt und auch in keinem Nähzimmer fehlen sollte, und zwar ist es eine Schneidematte. Ich besitze die Schneidematte in zwei verschiedenen Größen, einmal in der Größe DIN A1, also 90 x 60 cm und in der Größe DIN A2, 60 x 45 cm. Und ich nutze tatsächlich die Schneidematte in der Größe DIN A1 als Unterlage für meinen Laptop auf meinem Schreibtisch. Und meine bevorzugte Arbeitsgröße ist die DIN A2 Schneidematte. Ganz einfach, weil sie aufgrund ihrer kompakten Größe überall auf meinen verschiedenen Arbeitstischen ihren Platz findet. So, und das ist eine der Schneidematten, die ich besitze. Das ist die Größe DIN A2. Und wie ihr sehen könnt, besitzt die Schneidematte auf beiden Seiten einen Rasterdruck. Und auf der Vorderseite einmal mit einer Zentimeterskala und auf der Rückseite einmal mit einer Zollskala. Und dann habt ihr auch noch zusätzlich die Möglichkeit, auf der Schneidematte, auf der Vorder- und Rückseite auch noch verschiedene Winkel auf eurem Nähgut abzutragen. Der Vorteil von so einer Schneidematte besteht natürlich nicht nur darin, dass ihr euer Nähgut damit abmessen könnt, sondern dass ihr diese Schneidematte überall als Schneidunterlage oder zum Anzeichnen auf jedem Schreibtisch oder Arbeitstisch verwenden könnt. Und was diese Schneidematten eigentlich erst so richtig robust macht, ist, sie bestehen aus einem Verbund von 5 verschiedenen PVC-Schichten mit unterschiedlicher Härte, dabei mit einem Hart-PVC-Kern als Mittelschicht und weichem PVC an der Oberfläche. Das Ganze nennt man selbstreparierend, aber was bedeutet das eigentlich? Selbstreparierend bedeutet, wenn ihr zum Beispiel mit dem Rollschneider auf der Schneidematte arbeitet, dass sich nach dem Schneiden das weiche PVC an der Oberfläche wieder zusammenzieht und ihr damit nahezu keinerlei Schneidspuren hinterlasst. Ist natürlich ein Riesenvorteil für jeden, der mit der Schneidematte häufiger arbeitet, so wie ich, und ja, so hält die Schneidematte auch ganz einfach länger. Kommen wir damit auch schon zum Rollschneider, mit dem ich in Verbindung mit der Schneidematte wirklich sehr häufig arbeite. Und das Ganze besitzt eine 45 mm Klinge, lässt sich hier vorne durch den Mechanismus entriegeln und auch wieder feststellen, sodass ihr diesen Griff nicht permanent gedrückt halten müsst und hier auch ganz einfach wieder entriegeln und feststellen, denn die Klingen sind wirklich sehr scharf, also da herrscht wirklich Verletzungspotenzial, passt da bitte auf. Aber der Rollschneider ist natürlich bestens geeignet, um schwere Materialien zu schneiden, wie zum Beispiel Cordura, X-Pack, verschiedene Nylonstoffe, aber auch Gurtbänder. Und mit diesem Rollschneider erzielt ihr wirklich sehr saubere Schneidergebnisse. Und was natürlich für den Rollschneider nicht fehlen sollte, das sind Wechselklingen. Und ich habe hier so ein Set von 5 Ersatzklingen à 45 mm. Und ich habe zwar vorhin erwähnt, dass die Klingen von dem Rollschneider wirklich sehr scharf sind. Habt ihr aber den Rollschneider oft in Gebrauch, also so wie ich, dann empfehle ich ganz einfach, die Klingen wirklich in regelmäßigen Abständen einfach mal auszutauschen. Vor allem, wenn ihr feststellt, dass das Schneidergebnis nicht mehr sauber ist. Und kommen wir als nächstes zu dem Schneidwerkzeug, das wirklich stellvertretend für den Beruf des Schneiders steht, und zwar ist das die Schneiderschere. Ja, Schneiderscheren sind anders als zum Beispiel herkömmliche Schere nicht dafür gedacht, um Papier zu schneiden, sondern wirklich lange und präzise Schnitte in teilweise sehr schweren Textilien zu setzen. Diese Schere hier kommt von der Firma Keyring, ist 11 Zoll lang, also sowas um die 28 cm und kommt ab Werk wirklich schon sehr scharf. Ich habe mich für diese Größe entschieden, da ich hier durch den Scherengriff alle meine Finger hindurch bekomme. Und die Schere gibt es auch noch in einer kleineren Variante, 9 Zoll, also ca. 23 cm für etwas feinere Schnitte. Ich benutze diese Schere aber tatsächlich, um zum Beispiel die Rucksackträger für meine Rucksäcke aus Cordura oder X-Pack auszuschneiden oder wenn ich mir zum Beispiel eine Hose selber schneiden möchte, wo ich wirklich lange präzise Schnitte auf einer geraden Linie ausführen möchte. Und bevor ich natürlich etwas ausschneiden kann, muss ich es vorher abmessen und dafür habe ich mir verschiedene Universallineale ausgesucht.
Dieses Lineal hier hat eine Größe von 30 x 15 cm, kommt mit einem Rasterdruck mit Messskala und ich habe auch hier wieder die Möglichkeit, mir verschiedene Winkel damit auf meinem Nähgut abzutragen. Dieses Lineal hier kommt mit einer Größe von 60 x 6 cm und das ist tatsächlich ein bisschen spezieller, denn ich habe auf der vorderen Kante von dem Lineal eine zusätzliche Stahlkante auflaminiert und das bringt natürlich einen großen Vorteil mit sich. Wenn ich zum Beispiel mit einem herkömmlichen Kunststofflineal arbeite, gerade in Verbindung mit dem Rollschneider, wird mein Lineal irgendwann krumm und wellig, da die Kante verschleißt und ich kann dann im Anschluss damit weder gerade Linien noch gerade Schnitte setzen. Und der Vorteil von dieser Stahlkante ist, ihr könnt diese Kante dann nicht nur als Anschlag nutzen, sondern auch noch mit dem Lineal zusätzlich in Verbindung mit dem Rollschneider arbeiten, ohne dass diese Kante hier vorne verschleißt. Der Vorteil liegt ganz klar auf der Hand. Mein Messmittel besitzt natürlich weiterhin seine Maßhaltigkeit und ich habe gleichzeitig ein Werkzeug, mit dem ich in Verbindung mit dem Rollschneider arbeiten kann. Und wenn ich natürlich mal nicht mit einer Zentimeterskala arbeiten möchte, sondern mit einer Zollskala, dann habe ich hier noch ein Lineal in der Größe 9 x 9 Zoll und ich benutze das tatsächlich sehr gerne zum Abmessen und Anzeichnen der horizontal verlaufenden Palsschlaufen. Und natürlich auch hier wieder einen Rasterdruck drauf und die Möglichkeit, mir auch wieder verschiedene Winkel auf meinem Nähgut abzutragen. Wie gesagt, alle Lineale kommen mit einem aufgedruckten Raster und einer Messskala, mit der ich unter anderem die Möglichkeit habe, mir verschiedene Winkel auch auf meinem Nähgut abzutragen. Und wie schon gesagt, dieses Lineal ist wunderbar, sowohl zum Abmessen als auch zum Arbeiten in Verbindung mit dem Rollschneider, da mir diese zusätzlich durch Stahl verstärkte Kante hier nicht verschleißt. Ein weiteres nützliches Messmittel ist dieses 90 Grad Lineal und damit habe ich ganz einfach die Möglichkeit, mir Maße rechtwinklig auf meinem Nähgut abzutragen, da ich auf beiden Seiten eine Messskala habe. Und ein weiterer Vorteil ist auch noch, das Teil besteht komplett aus Stahl, kann ich also wunderbar auch in Verbindung mit meinem Rollschneider benutzen, da die Kanten hier auch wieder nicht verschleißen. Und ich benutze dieses Teil tatsächlich sehr häufig, wenn ich zum Beispiel die Front- und Rückenteile für meine Rucksäcke anzeichnen und ausschneiden möchte. Natürlich benötigt auch jeder Schneider zum Anzeichnen seiner Maße einen entsprechenden Stift bzw. Kreide. Und tatsächlich benutze ich am liebsten den Kreidestift von Prim. Funktioniert nach demselben Prinzip wie ein Druckbleistift, nur dass die Minen hier nicht aus Graphit, sondern aus Kreide bestehen. Ich habe auch noch die Möglichkeit, mir hier andere Minen in verschiedenen Farben einzusetzen. Also man kann die Minen hier auswechseln. Und der Vorteil von diesem Stift besteht natürlich darin, dass ich mir meine Maße wirklich sehr akkurat und präzise abtragen kann. Wem das aber zu teuer sein sollte, der kann natürlich auch auf herkömmliche Schneiderkreide zurückgreifen. Da ich mir aber nicht nur Taschen und Rucksäcke selber nähe, sondern wie zuletzt auch eine Hose, ist unter anderem auch so ein Maßband hier von Vorteil. Und dieses Maßband hat auf der Vorderseite eine farblich abgestufte Messskala in Zentimetern und auf der Rückseite nochmal eine Messskala in Zoll. Ist ca. 150 cm lang und ja, ist wunderbar geeignet, wenn man sich zum Beispiel Maße abtragen möchte, wie zum Beispiel einen Hüftumfang, einen Taillenumfang und eine Schrittlänge und diese dann auf sein Schnittmuster übertragen möchte. Ein weiteres nützliches Hilfsmittel bei meinen Nähprojekten ist dieses doppelseitige Klebeband hier. Und dieses Klebeband ist auch bekannt unter dem Namen Wonder Tape, da es wirklich ein wunderbares Hilfsmittel ist. Und das kommt hier auf so einer Rolle von 50 Metern, ist 6 mm breit und von einem Papierfließträger abgedeckt. Und ich habe dieses Klebeband tatsächlich schon kilometerweise verwendet, unter anderem zum Einnähen von Reißverschlüssen oder Nähgut dort zu fixieren, wo ich mit meinen Stoffklammern einfach nicht mehr hinkomme. Kleines Beispiel dafür: Ich benutze es unter anderem zum Fixieren von Klettband auf meinen Rucksackteilen und der Vorteil ist, ich habe die Möglichkeit, mir das Klettband auch genau dort zu positionieren, zu fixieren, wo ich es später mal aufnähen möchte. Funktioniert tatsächlich wunderbar, da das Klebeband echt eine sehr gute Haftwirkung auf Cordura, Nylon, X-Pack-Stoffen, aber auch Gurtbändern hat und wie gesagt, ist für mich absolut unverzichtbar. Und ich habe gerade von Stoffklammern gesprochen und davon besitze ich tatsächlich eine ganze Menge und ich habe mir die hier in so eine kleine handliche Plastikbox abgefüllt und was absolut nicht funktioniert ist schwere Materialien wie Cordura, X-Pack
oder auch Gurtbänder mit Stoffnadeln funktionieren. Braucht ihr gar nicht erst probieren, funktioniert wirklich nicht. Und dafür benutze ich dann wirklich ganz gerne diese Stoffklammern hier und damit kann ich Nähgut von einer Stärke von bis zu 1 cm miteinander fixieren. Bestehen aus Kunststoff mit einer Stahlfeder. Wie gesagt, gibt es nicht viel dazu zu sagen und benutze ich da, wo ich zum Beispiel Wonder Tape nicht verwenden möchte. Und wenn ich gerade an meiner Nähmaschine arbeite, dann ist natürlich auch die Benutzung einer solchen Fadenschere für mich absolut unverzichtbar gegenüber der Benutzung einer herkömmlichen Schere. Denn diese Scheren sind nicht nur aufgrund ihrer Größe von ca. 10 cm klein und kompakt, sondern ich habe auch noch die Möglichkeit, den Faden direkt oberhalb der Naht abzuschneiden und damit einen sauberen Nahtabschluss zu bilden. Ein weiterer Vorteil ist gegenüber herkömmlichen Fadenscheren, denn die sind meistens genietet, dass ich hier auch noch die Möglichkeit habe, die Klingen zu demontieren und eventuell selber nachzuschleifen oder nachschleifen zu lassen. Und ich benutze diese Scheren auch ganz gerne, um einfach mal schnell Klebeband abzuschneiden oder einen Entlastungsschnitt zu setzen, wenn ich zum Beispiel gerade einen Rucksackträger oder eine Tasche nähe. Und zu guter Letzt, wenn ich mich einmal verstochen haben sollte, eine Naht ausbessern und wieder auftrennen möchte, dann benötige ich natürlich auch so einen Nahttrenner. Und wie der Name schon sagt, benutzt man zum Auftrennen von Nähten. Ich kann das Ganze zwar auch mit einer Fadenschere machen, aber der Nahttrenner ist da deutlich präziser. Und dieser hier hat eine Länge von 13 cm, kommt mit einer praktischen Schutzkappe und einem stabilen Griff. Der Nahttrenner hat hier vorne noch eine Spitze, in der Mitte eine Klinge und hier vorne noch eine Kugel. Und wie man das Ganze richtig benutzt und was damit alles möglich ist, das zeige ich euch aber später mal noch in einem anderen Video. Das waren damit alle Werkzeuge, Hilfsmittel bzw. Zubehör, die bei meinen Nähprojekten absolut unverzichtbar sind. Schaut auch wie gesagt nochmal unten in die Videobeschreibung, da ist nochmal alles verlinkt. Das war soweit für dieses Know-how-Video und danke fürs Zuschauen.